Hallo ihr beiden. Frage, ganz stinknormale Frage vorweg. Wer seid ihr beiden? So, mein Name ist einfach Frank John. Ich bin lange Zeit bekannt hier in der Stadt als Demonstrant, habe auch manchmal Demonstrationen angemeldet und veranstaltet und war heute in der Funktion auch zum Teil unterwegs, vor allem als Demonstrant. In durchaus unfreiwilligen Rollen, aber sehr interessante Beobachtungen gemacht. Ja, ich bin Melli, ich mache das mal kürzer. Ich hatte heute mal wieder Spaß. Apropos heute Spaß gehabt. Wie sah euer Tag aus? Ihr wart auf der Straße. Ja, wir waren auf der Straße, wir waren ab 4 mal kurz am Fischmarkt, haben das alles ein bisschen angeschaut und ab circa 6, halb 7 dann unten vor unseren Häusern in der Hafenstraße, um eigentlich Sandimaterial und Wasser auf die Lautsprecherwagen zu laden. Das gestaltete sich ein bisschen schwierig, weil dummerweise die Lautsprecherwagen erst 3 Stunden später bei uns vorbeikamen und zu der verabredeten Zeit so gegen 19:15 Uhr circa 100 Meter entfernt standen und wir dann so einen, nennen wir es ruhig so, Polizeiüberfall beobachten konnten. Erzählt mal, wieso kamen die so viel zu spät? Die wurden aufgestoppt schon auf der Höhe von der Fußgängertreppe vom Park Fiction rüber zum Fischmarkt. Für uns von da aus sah das einfach so aus wie, okay, die stoppen jetzt einfach aus, die stellen da 2 Wasserwerfer hin, jede Menge Polizei in Uniform mit Helm von allen Seiten und es steht. Wir reden über die Demo, die unter Welcome to Hell angemeldet war. Das war jetzt die Situationsbeschreibung, sie stand und was passierte dann? Na, dann sahen wir so die unangenehmen Schlägertypen von der Polizei, die so nur dafür da sind, mit den extra leichten Schildern und eigentlich auch nur jeder Dritte hat ein Schild, um eigentlich ziemlich direkt in eine Demo reinzugehen, die zu filetieren. Ziemlich unmittelbar dahinter kam das BFE, das waren also quasi nicht die Einheiten, mit denen du normalerweise ein Spalier aufziehst oder was weiß ich oder sowas. Das war so das. Wir haben dann quasi sehen können, wie der Einsatz anfing, ohne da nähere Beobachtung zu machen, bekam dann aber später von Leuten noch erzählt, wie das da auf der Demo intern zum Teil dann auf eine Art gut abging, obwohl es da ziemlich brutale Verletzungen gab. Ja, es war eine ziemlich blöde Stelle, weil halt die eine Seite einfach Mauer ist, Richtung Fischmarkt. Und von der anderen Seite kam die Polizei rein. Es ging nicht nach hinten, nicht nach vorne, weil es natürlich auch massiv viele Leute da waren und von vorne die Bullen auch blockiert haben. Und aber in der Situation haben es einige Leute richtig gut hingekriegt, sich gegenseitig hochzuziehen, auf die Schultern zu nehmen, auf die Mauer zu stellen, sich gegenseitig runterspringen zu lassen, auf der anderen Seite wieder aufzufangen. Also da gab es auf alle Fälle unter uns, untereinander solidarische gute Aktionen, die funktionieren konnten. Und waren die Leute von dieser plötzlichen Situation überrascht? Naja, sagen wir so, ehrlich gesagt war diese Demonstration ja schon eine große Verabredung zu einer Schlägerei halt so von der ganzen Rhetorik her. Und was aber richtig gut gewesen ist, es waren ja einfach unglaublich viele Leute am Hafenrand gewesen und es gab eben überhaupt keine Massenpanik, in dem Sinne, dass da alles weggelaufen wäre, obwohl es hinten so Treibjagd-Szenen gegeben haben soll Richtung Fischmarkt, so, aber vorne einfach sind viele Leute stehen geblieben. Auch die ganzen Leute, die auch erstmal gucken wollten, was geht da eigentlich ab, sind da geblieben, sind dann auch zum Teil so Richtung Straße gegangen und so. Das war eine ziemlich feine Angelegenheit. Und dann gab es ja noch diese ulkige Geschichte da mit dem blöden Pressesprecher von der Polizei, der immer erklärt, warum die Polizeitaktik gerade so ist, wie sie sein soll. Das klingt interessant. Wie war das? Ja, wir waren sozusagen auf der Fläche, ne, vor den, beziehungsweise hinter den Wasserwerfern auf der anderen Seite von der Demo. Da war so ein bisschen, naja, freie Straße, ein paar Polizeiwannen, ein paar Krankenwagen und dann halt dieser Polizeisprecher im Anzug mit einer Kamera vor sich und da sind vermehrt ältere Leute hingegangen und haben den echt angegangen, haben ihn angepöbelt, was das hier soll, was überhaupt los ist in Hamburg und so weiter, sodass er flüchten musste. Er ist dann ein Stückchen nach links, also weiter weg von der Demo gegangen, in die Nähe von 2 Krankenwegen, hat dort dann einen Schirm gekriegt über sich drüber, um ihn zu schützen. Da sind aber weiter Leute ran. Und das war jetzt nicht das Bild, was Hamburg Polizei produziert hat, junge, schwarze, vermummte Menschen, sondern das waren ältere Leute und die sind ihn weiter angegangen, sodass dann die Bodyguards von ihm ihn in den Krankenwagen gesetzt haben, weil da gab es keine Polizeifahrzeuge und auch keine Polizisten.
Dieser Krankenwagen wurde dann auch wieder aufgemacht, noch von Leuten, um ihn weiter anzuschreien. Und dann irgendwann kamen mal so 10 behelmte Polizisten dazu gerannt zur Hilfe. Es war vollkommen absurd und amüsant. Also es wurde lautstark Unmut geäußert. Nochmal eine Frage, es gibt ja total viele unterschiedliche Einheiten aus unterschiedlichen Bundesländern, Polizeikräfte. Wie lief die Koordination unter den einzelnen Einheiten ab? War das gut? War das nicht gut? Kann man da überhaupt was drüber sagen? Oder kann man die überhaupt unterscheiden? Also für uns später, ich meine, von Anfang wissen wir es nicht. Wir waren erstmal, wollten wir was zuliefern zu den Lautsprecherwagen. Dann aber später bei der zweiten Spontandemonstration, die noch angemeldet wurde auf der Route, waren wir mit vorne bei den Anmelderinnen und haben dann dort einen Hamburger Einsatzleiter gehabt von Seiten der Polizei, der und zwar nicht gespielt, sondern offensichtlich nicht so ganz damit okay war, was die Berliner eigentlich machten. Und man sah ihn wirklich, wie er ab und zu einfach in sein Mikrofon schrie, was macht ihr da eigentlich? Und könnt ihr jetzt damit mal aufhören? Weil wir hatten bestimmte Situationen, wo wir zu ihm kamen. Wir wussten, was los ist am Ende der Demo, er nicht. Also der Hintergrund war, es gab ja nachher dann 2 Demonstrationen. Also quasi, als wir dann so 2, 3 Stunden später unsere Lieferung endlich machen konnten, gab es ja dieses bezaubernde Bild, wie mehrere Wasserwerfer im Rückwärtsgang die Hafenrandstraße waren, dann auch ziemlich lautstark die Demonstration ging und wirklich viele Leute, ist ja das Schöne da an dieser Ecke, du hast den Boulevard sozusagen zur Wasserseite, du hast oben die ganze Strecke an den Fußwegen, die dann einfach damit hingingen und parallel dazu ist eine zweite Demonstration so auf der Höhe Nobistor angemeldet worden. Das hat dann alles gedauert, so die Zeit geht ins Land. Die konnten sich aber dann schließlich vereinigen an der Ecke Nobistor-Holstenstraße. Der Punkt war aber, dass wohl bei der Demo, die von unten kam, von der Hafenstraße, Berliner Einsatzleitung war, oben bei der anderen Demo Nobistor wohl Hamburger. Das führte dann dazu, dass wir dann losgegangen sind und auch wirklich einen ziemlichen Zug drauf hatten. Die Polizisten sind wir quasi aufgelaufen. Und dann war halt, dass hinten wohl die Polizei anfing, relativ massiv in die Demo reinzugehen, die auch einmal abgetrennt hat. Und wir hatten dann vorne eine Vereinbarung, wir waren bei der Anmeldung mit dabei, dass jetzt quasi der Lautsprecherwagen nachziehen kann. Und dann ist da auf einmal ein Wanneneinsatz reingefahren. Und das war die Situation, die Melli beschrieben hat, wo dann da hieß, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt da weg. Das war ein Befehl. Und dann war nichts mehr los. Also hat die Kooperation mit der Polizei funktioniert oder? Nee, also der Abschluss war dann ja sogar noch, wir haben dann gesagt, Auflösung der Demonstration Schulterblatt, Ecke Altonaer Straße. Da ist dann irgendwann der Wasserwerfer einfach losgefahren und da hatte dann der Versammlungsleiter eigentlich noch keine 5 Minuten vorher gesagt, dass jetzt hier eine Ruheschicht im Schacht ist und nichts da. Kurz eine Einschätzung, wir sind jetzt hier im Studio, es ist mitten in der Nacht, das hat sich alles vor ein paar Stunden abgespielt, ist noch gar nicht so lange her. Nee, also das war, wir reden jetzt, also wir sind ungefähr gegen 11:45, 12:30 bei der Demo weggegangen. Das war dann auch Sense, also der Lautsprecherwagen ist gut weggefahren. Die Leute sind da eigentlich auch, würde ich sagen, ganz gut weggekommen. Also von allen, von denen wir wissen, ist alles gut nach Hause gekommen. Ich meine, das ganze Schulterblatt, Pferdemarkt, alles verkehrsberuhigt und also war ein kleiner Umweg hier hinzukommen jetzt auf dem Bier, aber passt schon. Und habt ihr irgendeine Prognose für morgen, irgendeine Einschätzung, ausgehend von heute Abend, wie es morgen weitergeht? Also ich würde sagen, wenn die Polizeieinsatzzeiten weiter so nicht miteinander arbeiten, dann wird es ein riesiges Chaos von der Seite. Heißt für uns, wenn wir Absprachen treffen und Sachen anmelden, dass wir da nicht darauf vertrauen können, was der eine Einsatzleiter jetzt sagt und was der nächste macht. Das wird ein Problem, garantiert. Ich glaube aber von unserer Seite, dass es echt saugut gelaufen ist heute, dass alle ziemlich motiviert sind, weiterzumachen, dass das heute so funktioniert hat, trotz dieses massiven Eingriffs der Polizei in die Demonstration kurz nach der Aufstellung, dass es trotzdem weitergemacht wurde, dass es dann noch einen Zusammenschluss gab von 2 Demos. Das war der Hammer und die Stimmung war gut und alle waren echt so, nee, wir machen jetzt weiter und wir gucken aufeinander und wir lassen uns das hier nicht nehmen. Vielen Dank für eure Einschätzung. Bon. Bitte, bitte.